Hallo und willkommen beim Deutschlernen. Deutsch lernen bedeutet, eine neue Welt voller Wörter, Geschichten und Ideen zu entdecken. In dieser Geschichte möchte ich dir Tipps geben und dir Mut machen, damit dein Lernen leichter und angenehmer wird. Bist du bereit, diese Reise zu beginnen? Eine Sprache zu lernen ist wie einen Baum zu pflanzen. Am Anfang ist es nur ein kleiner und zerbrechlicher Samen. Jeden Tag gießen wir ihn, geben ihm Licht und kümmern uns um ihn. Mit der Zeit wächst er. Zuerst sieht man einen kleinen Stängel, dann kommen die ersten Blätter. Mit Geduld und Pflege wird daraus ein starker Baum, der jedem Sturm standhält. Eines Tages kam eine Schülerin zu mir. Sie hatte Tränen in den Augen und war sehr enttäuscht. »Lehrer, das hat keinen Sinn«, sagte sie. »Ich versuche Deutsch zu lernen, aber ich vergesse immer die Wörter.« Ich lächelte freundlich und sagte, »Mach dir keine Sorgen. Wichtig ist nicht sofort alles zu wissen, sondern jeden Tag zu üben.« Ich erklärte ihr etwas Wichtiges. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Es wird stärker, wenn man es regelmäßig trainiert. Studien zeigen, dass Wiederholen eine der besten Methoden ist, um Wörter lange zu behalten. Stell dir vor, jedes Wort, das du lernst, ist wie ein kleiner Stein. Wenn du die Steine oft benutzt, baust du einen festen Weg, der dich zum sicheren Deutschsprechen führt. Höre zuerst einfache Geschichten, kurze Texte oder Lieder für Kinder. Nach und nach werden dir die Wörter vertraut, wie Blätter an einem Baum. Als sie das hörte, begann sie wieder zu lächeln. Ich gab ihr eine Übung. Jeden Abend sollte sie eine kurze Geschichte auf Deutsch hören und die Sätze laut wiederholen. Ich sagte, je mehr Sinne du benutzt, desto besser merkst du dir die Wörter. Sieh die Bilder an, höre genau zu und sprich mit Mut. Diese Methode, die viele Forscher empfehlen, bringt oft sehr gute Ergebnisse. Als ich selbst in der Schule war, liebte ich Geschichten. Jeden Abend las meine Lehrerin mir eine vor, und ich wiederholte die Wörter mit Freude und Neugier. Ich war schon immer begeistert vom Klang der deutschen Sprache, von ihrer Melodie und ihrer besonderen Betonung. Am Anfang habe ich jedes Wort sehr langsam und ein bisschen unsicher ausgesprochen. Aber je mehr ich geübt habe, desto schneller, flüssiger und sicherer wurde ich. Eines Tages fragte mich ein Schüler mit besorgtem Blick, »Muss man schnell sprechen, um fließend zu sein?« Ich lächelte und sagte, »Nein. Fließend zu sprechen bedeutet klar, selbstbewusst und mit Gefühl zu sprechen, nicht unbedingt schnell.« Ich erzählte ihm die Geschichte eines Jungen aus meiner Klasse, der sehr schnell sprach. Niemand verstand ihn, weil die Wörter durcheinander waren und seine Sätze unklar blieben. Ich riet ihm, langsamer zu sprechen, zwischen den Sätzen zu atmen und einfache Wörter zu benutzen. Mit der Zeit lernte er, in einem ruhigen Tempo zu sprechen, sodass alle ihn verstehen konnten. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem er vor der ganzen Klasse sprach und alle ihn verstanden. Ich erzählte auch von einer interessanten Entdeckung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass aktives Zuhören in einer Fremdsprache bestimmte Teile des Gehirns aktiviert, die für das Erkennen von Klängen und das Erinnern wichtig sind. Wenn man regelmäßig Geschichten oder Lieder hört, werden diese Verbindungen im Gehirn stärker. Es ist ein bisschen wie beim Tanzen lernen. Am Anfang wirken die Schritte unsicher, aber mit Übung werden sie fließend und natürlich. Darum ermutigte ich meine Schüler, in deutsche Musik einzutauchen. Hör dir ein Lied an, lass dich von den Wörtern mitreißen und sing einfach mit.
Jedes Wort und jeder Satz ist wie ein kleiner Stein, mit dem du dein Sprachhaus baust. Eine Sprache ist wie eine Melodie. Ihre ganze Schönheit zeigt sich erst, wenn man sie vollständig erlebt. Darum ist Deutsch nicht nur eine Sprache zum Lernen, sondern eine Welt, die man entdecken und lieben kann. Eines der größten Geheimnisse beim Sprachenlernen ist Wiederholung. Als ich selbst ein junger Schüler war, habe ich mir immer wieder die gleichen Dialoge und Sätze angehört. Am Anfang fand ich das langweilig, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie kraftvoll diese Methode ist. Eines Tages kam ein Schüler ganz verzweifelt zu mir. Er sagte: »Lehrer, egal wie sehr ich es versuche, ich werde nicht besser.« Ich fragte ihn: »Wiederholst du jeden Tag die gleichen Wörter und Sätze?« Er schüttelte den Kopf. Also gab ich ihm einen Tipp. Such dir eine Geschichte oder ein Lied aus, das dir gefällt, und wiederhole es jeden Tag. Je öfter du es wiederholst, desto leichter kann sich dein Gehirn daran erinnern. Wissenschaftliche Studien zeigen, regelmäßige Wiederholung in bestimmten Abständen stärkt das Langzeitgedächtnis. Wenn das Gehirn dieselben Informationen immer wieder bekommt, speichert es sie besser. Ich schlug ihm eine einfache Übung vor. Jeden Morgen sollte er einen kurzen Text laut vorlesen und versuchen, ihn danach ohne hinzusehen zu wiederholen. Am Abend vor dem Schlafengehen sollte er das Gleiche machen. Nach weniger als einem Monat hatte er große Fortschritte gemacht. Wiederholung ist nicht nur gut für das Gedächtnis, sondern gibt auch Selbstvertrauen. Je öfter man einen Satz sagt, desto natürlicher klingt er. Fast wie eine zweite Natur. Ich erzählte ihm, dass ich während meines eigenen Lernens oft auf Deutsch mit mir selbst gesprochen habe, um neue Wörter zu benutzen. So habe ich gelernt, direkt in der Sprache zu denken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Wörter in echten Situationen zu verwenden. Ich kannte einmal einen Schüler, der lange Vokabellisten auswendig konnte, aber im Gespräch nicht wusste, wie er die Wörter benutzen sollte. Ich sagte zu ihm: »Lass uns etwas anderes ausprobieren. Lass uns eine kurze Geschichte mit diesen Wörtern schreiben oder uns eine Szene vorstellen, in der du sie benutzen kannst.« Er hatte zum Beispiel das Wort Bäckerei gelernt, aber noch nie im Satz benutzt. Also stellten wir uns vor, er geht in eine Bäckerei, um ein Brötchen zu kaufen. Wir machten einen einfachen Dialog. »Guten Tag, ich hätte gern ein Brötchen.« »Natürlich. Möchten Sie noch etwas?« »Nein, danke.« Nach ein paar Mal üben konnte er den Dialog flüssig sprechen. Und er klang natürlich. Wenn man Wörter in echten Kontexten benutzt, verbindet das Gehirn sie mit realen Situationen. Und so bleiben sie besser im Gedächtnis. Es ist wie beim Bauen eines Puzzles. Jedes Wort findet mit der Zeit seinen Platz. Forscher sagen: Lernen im Kontext ist viel besser als einfach nur auswendig lernen. Wenn wir ein Wort mit einer Erfahrung, einem Gefühl oder einem Bild verbinden, bleibt es leichter im Gedächtnis. Darum sage ich meinen Schülern immer: Schreibt kurze Dialoge, spielt kleine Rollen oder führt ein Tagebuch auf Deutsch. Deutsch ist nicht nur eine Sprache zum Sprechen. Es ist auch eine Tür zu einer reichen Kultur, voller Geschichten und neuer Ideen. Wenn man in solche Geschichten eintaucht, lernt man nicht nur Wörter. Man beginnt auch wie ein Muttersprachler zu denken. Nichts hilft so sehr beim Sprachenlernen wie Geschichten. Ich erinnere mich an eine Schülerin, Anna. Sie hatte Probleme, sich neue Wörter zu merken. »Vokabellisten sind so langweilig«, sagte sie zu mir. Ich schlug ihr etwas anderes vor. »Hör dir eine Geschichte an und lass dich von ihr mitnehmen.«
Ich erzählte ihr eine kurze Geschichte über einen neugierigen kleinen Fuchs, der durch den Wald ging. Jedes neue Wort kam ganz natürlich in der Geschichte vor. Anna hörte zu und stellte sich zu jedem Wort ein Bild vor. So konnte sie die Wörter leichter merken. Forscher sagen, wenn wir ein Wort mit einer Geschichte oder einem Gefühl verbinden, wird es in einem anderen Teil des Gehirns gespeichert. Und wir erinnern uns leichter daran. Anna begann bald, neue Wörter in eigenen Sätzen zu benutzen. Sie lächelte dabei selbstbewusst. Geschichten helfen nicht nur beim Wortschatz. Sie zeigen uns auch, wie Menschen denken, die Deutsch sprechen. Zum Beispiel kann eine Geschichte vom Wochenmarkt zeigen, wie man sich begrüßt, wie man fragt und wie man Dinge auswählt. Darum empfehle ich meinen Schülern, lest, hört und schaut Geschichten auf Deutsch. Jede Geschichte öffnet eine Tür zu einer neuen Welt, in der Wörter lebendig werden. Ein anderer Schüler, Julian, sagte mir, ich kenne viele Wörter, aber wenn ich spreche, vergesse ich sie. Ich sagte, Julian, es ist Zeit, aus den Büchern rauszugehen und die Sprache im echten Leben zu benutzen. Wir gingen zusammen in eine Bäckerei. Heute bestellst du dein Brot, sagte ich. Julian war nervös, holte tief Luft und sagte, Guten Tag, ich hätte gern ein Brötchen, bitte. Die Verkäuferin lächelte und verstand ihn sofort. Das gab ihm viel Selbstvertrauen. Danach machten wir ähnliche Übungen. Den Weg fragen, im Restaurant bestellen, auf dem Markt einkaufen. Jedes echte Gespräch machte ihn sicherer. Forscher sagen, wenn wir in echten Situationen sprechen, verbindet unser Gehirn Sprache mit Problemlösen. Und das Lernen wird stärker und dauerhafter. Julian übte weiter. Eines Tages erzählte er mir stolz, dass er ein 5-minütiges Gespräch mit einem Touristen geführt hatte. Früher dachte ich, das schaffe ich nie, aber jetzt weiß ich, dass ich es kann. Auch Zuhören ist sehr wichtig beim Deutschlernen. Eine Schülerin, Clara, sagte einmal zu mir, ich verstehe kein Deutsch, wenn Leute sprechen. Sie reden zu schnell. Ich antwortete, hör aktiv zu und achte auf einzelne Wörter, die du verstehst. Wir hörten zusammen ein einfaches deutsches Lied. Clara konzentrierte sich auf die Wörter, die sie kannte. Dann wiederholten wir jeden Satz langsam. Sie war überrascht, wie viel sie verstehen konnte, wenn sie aufmerksam zuhörte. Forscher sagen, aktives Zuhören trainiert das Gehirn, Sprachmuster zu erkennen, so wie man eine Melodie lernt. Ich gab ihr den Tipp, jeden Tag 15 Minuten Dialoge oder Videos mit Untertiteln zu hören. Nach und nach verstand sie mehr, nicht nur Wörter, sondern ganze Ausdrücke. Eines Tages erzählte sie mir stolz, ich habe einen deutschen Film ohne Untertitel gesehen und den Kern der Geschichte verstanden. Selbstvertrauen ist ebenfalls wichtig. Ein Schüler, Max, wusste viele Wörter und Grammatikregeln, aber er hatte Angst, vor anderen zu sprechen. Ich habe Angst, Fehler zu machen, sagte er. Ich sagte, Fehler sind deine besten Lehrer. Ohne Fehler kein Fortschritt. Max musste jeden Tag 1 Minute lang auf Deutsch sprechen, egal ob mit Fehlern oder nicht. Am Anfang stotterte er oft, doch nach einiger Zeit wurde er flüssiger und sicherer. Forscher sagen, wenn wir uns regelmäßig kleinen Herausforderungen stellen, gewöhnt sich das Gehirn daran und wir fühlen uns sicherer. Eines Tages sprach Max in einer Klassendiskussion vor allen anderen. Er sagte danach, ich habe verstanden, dass Sprechen wie Gehen ist. Manchmal fällt man, aber man steht immer wieder auf. Eine Sprache zu lernen bedeutet auch, Redewendungen zu kennen. Das macht die Sprache lebendig und natürlicher. Eine Schülerin, Sophie, fragte mich,
Warum sagt man im Deutschen ins Gras beißen? Geht es wirklich um Gras? Ich erklärte, dass es eine bildhafte Art ist, zu sagen, dass jemand gestorben ist. Wir machten einen kleinen Workshop. Jeder Schüler wählte eine Redewendung, erklärte sie und schrieb eine kurze Geschichte dazu. Sophie wählte Tomaten auf den Augen haben, was bedeutet, dass man etwas Offensichtliches nicht sieht. Sie schrieb eine lustige Geschichte dazu. Forscher sagen, Redewendungen fördern Kreativität und helfen, eine Kultur besser zu verstehen. Schreiben ist ebenfalls wichtig. Ein Schüler, Paul, war sehr schüchtern. Ich schlug ihm vor, jeden Tag ein kleines Tagebuch auf Deutsch zu schreiben. Anfangs schrieb er einfache Sätze: Heute gehe ich zum Bäcker. Das Brot ist gut. Nach ein paar Monaten schrieb er viel reicher. Heute Morgen roch es in der Bäckerei nach frischen Brötchen und es erinnerte mich an den Sommer bei meiner Oma. Das Schreiben verbesserte nicht nur seine Sprache, sondern gab ihm auch Mut zu sprechen. Forscher sagen, Schreiben hilft dem Gehirn, Wörter und Grammatik besser zu speichern. Lernen darf Spaß machen. Ein Schüler, Tom, fand normale Übungen langweilig. Darum machten wir Sprachspiele wie das verbotene Wort. Man spricht über ein Thema, darf aber bestimmte Wörter nicht benutzen. So muss man kreativ werden. Spiele machen Spaß und motivieren. Forscher sagen, wenn Lernen Freude macht, merkt sich das Gehirn alles leichter. Das Beste ist jedoch, wenn man in ein Land reist, in dem die Sprache gesprochen wird. Ich erinnere mich an Elena, die nach Deutschland reiste. Sie war nervös, mit Muttersprachlern zu sprechen. Doch schon am ersten Tag bestellte sie in einem Café. »Guten Tag, ich hätte gern ein Croissant und einen Kaffee.« Die freundliche Reaktion des Kellners nahm ihr die Angst. Während der Reise sprach sie mit Verkäufern, Handwerkern und anderen Reisenden. Am Ende konnte sie fließend über ihre Erlebnisse erzählen. Forscher bestätigen, in einer Umgebung zu leben, in der die Sprache überall ist, macht das Lernen schneller und nachhaltiger.